kommen wir nochmal bitte kurz zurück. Also es war Arusim und der wurde sozusagen verdrängt von Jehova. Ja. Und der wurde dann abgesetzt von Kamagol dem Ersten, Ja. der noch grausamer war. Zweite. Der zweite war dann noch grausamer, ja. Aber der erste war sicherlich auch schlimm. Und zwar mit dieser Herrschaft über die Gizeh-Intelligenzen. Also das waren alles Außerirdische, ne? Weil die so alt sind. Richtig, das ist nur eine Gruppierung von mehreren hundert Menschen, es sind wirklich Menschen gewesen. Das sind wo sich breit gemacht haben unter der Gizeh-Pyramide. Das ist jetzt alles zusammen in Urzustand zurückversetzt worden. Und die haben quer geschlagen. Die haben gemeint, sie können die Erde nach ihrem Metier können sie das formen und ändern. Und das ist ihnen halt nicht gelungen. Sie haben das und dieses Jahr versucht. Wie zum Beispiel haben sie versucht, da vorne den Michisiensis zu befördern, mit dem Blitz, wo der Silvana neben mir gestanden ist und Bernadette vor der Tür von ihrem und der Gilz vom Baum oben runtergeschlagen hat. Und dann haben sie es abtransportiert und haben dann einfach die ganze Technik weggenommen. Und das sind vom Ankar-Universum gewesen. Ja. Leute aus dem Ankar-Universum, wo vor weiss ich wie langer Zeit daher gekommen sind und gewirkt haben. Ja. Und niemand hat etwas gemerkt davon. Die haben das so klammheimlich können machen, dass niemand etwas gemerkt hat. Nicht einmal die weit hergereisten, wo also die Außerirdischen, wie man so sagt, die weit hergereisten mit ihren UFO und so weiter und so fort, haben etwas realisiert davon. Ja. Und mit diesen Kulten, die sie geschaffen haben, haben sie im Grunde die Menschen unterjocht und kontrolliert. Ja. Und sie haben ganz böse Sachen gemacht. Die haben zum Beispiel zuallererst haben sie unser Zentrum, dann ein Meditationszentrum zur Sau gemacht, wo wir aufgebaut haben. 2 Meter dicke Betonwand, die ich aufbetoniert habe mit unseren Leuten, haben sie so lange auf der Seite vibriert, bis sie versunken ist im Boden hinein. Wenn du heute durchgehst, schauen, wirst du graben 2 Meter tief Beton finden. Ah ja. Ja. Ja, das hatte ich gelesen, dass sie diese eine Wand zerstört hat. Ja. Ja. Das ist die ich gemacht habe gegen den Bergdruck. Ja. Und das ist richtig rausgefibriert worden. Ja. Dann hat sie umgerührt und ist versunken im Boden hinein. Dann habe ich eine neue Wand müssen bauen. Das ist, der Cunha ist heute dort unten über der Mauer, wo ich dann nachgebaut habe, daheim. Ja. Ja. Und und dann sind sie mal, wo ich dann die Mauer neu aufbetoniert habe, da haben wir das gemacht. Da ist der Guido dabei gewesen, haben wir miteinander draussen an der Maschine geschaffen, an der Betonmaschine. Dann sind sie da oben durchgeflogen. Also über dem Wald oben, über den Kreten oben. Man hat es etwa so gross, hat man es gesehen, als Oval. Hat geleuchtet, so richtig goldig geleuchtet. Es ist kontrolliert worden, was wir gemacht haben. von denen. Ja. Ja. Gut, kommen wir gleich hin. Also war Kamagol der Erste ist dann, also im Jahre
2080 vor Christus, bereits alt und schwach, wurde Jehova abgesetzt und sein Neffe Kamagol I. übernahm die bösartige Herrschaft. Und dann, da steht dann halt nicht genau wann, aber ist dann Kamagol II. Gekommen, der seinen Vater eben im Verlies umkommen ließ. Und der hat dann aber bis eben 1976 noch gelebt. Ja. Aber der hat auf der Erde gelebt, nicht wahr? Nein. Nein. Nicht hier auf der Erde. Nein, nicht auf der Erde. Okay. Nicht auf der Erde. Sondern auf einem Planet ist das gewesen. Ich kann dir nicht sagen, ob Sirius-Gebiet dort umeinander war oder Plejadengebiet, irgendjemand dort umeinander her sind sie gekommen gewesen. Okay. Aber weißt, das ist natürlich, das sind Lichtjahre, hunderte, tausende Lichtjahre und da weiss ich nicht gross Bescheid drüber. Ja. Aber die anderen haben hier schon auf der Erde gewirkt. Sie haben da gewirkt, ja. Einige haben da gewirkt, sind da geblieben. Aber das sind auch an und für sich wenige gewesen. Ja. Es hat dabei Frauen und Männer gehabt. Und meistens sind es Langschädlige gewesen. Also. Ja, Langschädlige. Ja. Waren das alles Langschädlige? Nein. Nicht alle? Nein. Nicht alles zusammen. Okay. Aber dann gibt's da auch wieder so einen Kampf zwischen diesen beiden. Richtig. Die haben oft Krieg gehabt, die haben auch Atomkrieg geführt auf der Erde. Mhm. Und das kann man heute noch nachweisen. Ja. Zum Beispiel in Pakistan hin. Da siehst du noch, da kannst du schauen, der Boden ist noch verglaset. Von der Hitze, von Atom. Von der Strahlung, von der Hitze. Ja. Weil was dann noch wichtig ist, fand ich hier, dass Kamagol II. War in vielen Dingen noch bösartiger als sein Vater, was er bald nach seiner Machtübernahme durch die Einleitung ungeheurer Massenermordungen von erdgeborenen Erdenmenschen offenbarte, die er durch vielerlei Mittel in seinen religiösen Band schlug. Da muss ich aber etwas berichtigen. Erdgeborene. Die sich entwickelt haben aus Tierformen raus. Das ist vor etwa 45 Millionen Jahren gewesen. Die 7 Erling und Nachkommen von denen und Nachkommen von den anderen und so weiter und so fort. Die existieren nicht mehr. Bis auf die, wo man sagt heute, Sasquatch oder Yeti und so weiter und so fort. So einzelne kleine Gruppen geheimerweise, wo noch da und dort auf der Welt existieren. Aber sonst sind alle, die da auf der Erde, aus der Erde raus entstanden sind, umgebracht worden von den weit hergereisten. Und das sind da die sogenannten Homo sapien. Und heute ist ja Homo sapien sapien, oder? Und die fährt im genau gleichen Stil weiter. Mord und Totschlag. Das sind Nachkommen von denen, die dort mal von anderen weit hergereiste zu Kampfmaschinen mutiert worden sind. Die sind genmäßig verändert worden, oder? Und darum ist heute noch das, wo Krieg ist rund um die Welt herum, wo Streit ist und so weiter und so fort, keinerlei Frieden. Und erst dann
wenn der Erling einmal so weit ist, da der Homo sapiens sapiens, wenn er einmal so weit ist, dass es da der Genmanipulation wieder kann rückgängig machen, dann nur dann kann es Frieden geben. Ja. Es sind eine Minorität, die nicht drunter fallen, wo die Ambitionen nicht haben, wo Genmanipulation nicht funktioniert hat oder nicht stattgefunden hat und Nachkommen gibt, von heute noch leben, oder? Aber das ist so eine Minorität, die kann praktisch nichts erreichen. Das kann man nur erreichen durch das, dass die medizinischen Fachkräfte so weit kommen, dass sie können, in den DNA-Leitern das wieder können beheben, was gesetzt worden ist, was also künstlich ist und nicht naturmäßig. Erst dann wird es Frieden auf der Erde geben. Und sonst wird das einfach vererbt. So lange, bis jemand kommt und das kann einmal beheben, dass da die Genmanipulation wieder rückgängig gemacht werden. Und voran ist es unmöglich, dass kann wirklich Frieden geschaffen werden. Ja. Ja, das bricht dann halt immer wieder durch. Ja. Wie wir auch schon bei Arad Atasata drüber sprachen mit der französischen Revolution, dass das immer noch die Gegenwart beeinflusst, diese Revolution. Und die Guten, die wollen, dass alles gut kommt, dass alles friedlich wird, wo nach den Worten gehen, nach dem, was wirklich soll sein, die werden versucht, von anderen, dass sie ins Jenseits fahren. Ja. Umgebracht. Ja. Das ist ja so. Ja. Warte, das hier, wie war das doch noch mit diesem Blutkulten oder Semyas hatte das gesagt, dass das eben auch in Indien diese Blutkulte entstanden sind, die bis in die heutige Zeit noch teilweise existieren im Geheimen natürlich. Ja, das auch im Christentum. Ja. Auch im Christentum. Ja. Da wird viel da, nimmst du Dings zum Beispiel, da die Mörderorganisation Scientology. Welche? Die Scientology. Ja. Das ist nicht als eine Mördergesellschaft. Was ihnen nicht passt, das wird nachher aus der Welt geschaffen. Ja. Und im Satanismus gibt es das natürlich auch. Natürlich. Natürlich. Das ist einfach Abergläubigkeit. Wie sagen, also sie sagen dem, wenn sie an die Religion glauben, dann ist es Gläubigkeit. Und wenn sie nicht an die Religion glauben, zum Beispiel an einen Teufel oder sonst irgendetwas, dann ist es Satanismus. Ja. Ja, die gleiche Fiktion oder das gleiche, die gleiche Irrlehre im Grunde. Genau. Es ist nur anders. Ja. Und das Verteufeln der Sache ist, dass es dann noch religiös ist, oder? Denn auch Satanismus hat einen religiösen Drang. Ja, das ist eben der... ja, man glaubt an eine böse Macht, die da unten wohnt. Ja. Teufel, oder? Ja. Obwohl es eigentlich der Bringer des Lichts ist, aber Luzifer. Ne? Aber es wird dann immer so gebogen, wie man es gern hat. Ja, genau. Und, er fantasiert. Und, ja. So wie der Mensch denkt, oder? Krumm. Ja. Also das Ironische ist, dass eben
das Christentum sozusagen, das angeblich das Licht bringt, dass im Namen von Gott mehr Menschen umgebracht wurden als im Namen des Teufels. Ja, schau dir mal Kreuzritter an. Ja, Was die alles an Menschen umgebracht haben. Im Namen von dem Jesus Christus, wo nie Jesus Christus war. Wo man Immanuel zuschreiben tut, er hat Immanuel nicht Immanuel, sondern Jeschu geheissen. Ja, so. Es ist unglaublich. Was alleine bezüglich dem Namen oder dem Kreuz, was heisst Christuskreuz, das hat es schon früher gegeben, bevor der Christus angeblich als Kreuz genagelt worden ist. Oder das Kreuz hat es schon früher gegeben. ja. Schon Jahrtausende voran. Ja, mit Sicherheit ist so. Oder? Aber diejenigen, die das erfunden haben, die haben das fertiggebracht durch Lügen und Betrug und so weiter und so fort. Und das ist so eingefressen. Und kein Mensch denkt daran, dass das alles zusammen Lug und Betrug ist. Ja. 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 Ja, so wie sich Hitler und die Nazis am Genau. Hakenkreuz. Ja, das ist genau dasselbe. Klassiker. Das ist genau dasselbe, Genau so was der Netanyahu wieder macht da unten. Ja. Ja. Und der andere in Amerika. Ja, und Der das macht genau das Gleiche. ja. Oder? Er hat, ja, jetzt heisst es ja schon, er hat, oder es kommt auf, er hat Israel befreit vor dem Bösen, wo auf Israel einwirken will und so weiter und so, oder hat wollen einwirken und so weiter und so fort. Ja. 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 Wir hatten, ganz kurz zum Abschluss noch, wir hatten letztes Jahr halt eben über diese 3 Faktoren, Religion, Macht und Geld, dass das eigentlich alles, dass es immer darum geht. Und eben auch die Kriege, eben jetzt zum Beispiel hatte ich jetzt die Anfrage im Gaza, da ist es offensichtlich, dass das ein religiöser Krieg, also einen religiösen Hintergrund hat. Ja, Die Juden gegen die Araber. richtig. Und in der Ukraine war dann die Frage, ja, das kann ja keine religiöse Wurzel haben. Und das kann es schon, hat es aber, Natürlich. weil durch das religiöse Denken sind die Leute im Grunde leicht schizophren. Ja, in und Bezug auf du die musst Religion. mal denken, der Zelensky selber ist ja ein Jude, Ja, oder? ja, Es geht also wieder ums genau Gleiche wie im letzten Weltkrieg. ja, Um gar nichts anderes geht's. ja, Es ist, was jetzt laufen tut, das ist Rache. Und das, was in Israel oder im Nahen Osten läuft, das ist Rache. Einerseits. Und andererseits wirklich Religion, dann die Araber mit ihrem Islam, oder? Der Netanyahu ist gegen das. Gegen den Islam. Ja. Er ist bös eingerichtet in seiner Gedankenwelt gegen den Islam. ja. Aber nochmal auf die Ukraine. Putin ist auch sehr religiös. Ist also, Ja, aber das ist etwas anderes. Was er dort hat, das ist, wie sagt man dem, russisch-orthodox Ja. oder irgendetwas in dem Rahmen. Während dem, dass der Dings einem Judismus nachhängt. Ja, aber das ist ja jetzt noch nicht gerade förderlich für Nein. die Beziehung. Ja? Momentan nicht. Ja, und also wo das Religiöse schon wieder mit reinspielt Ja. und dann aber eben auch das Denken. Ja, beim Trump genau dasselbe. Nur bei ihm ist es wieder das Christentum. Ja. Darum schwingt er überall die Bibeln umeinander. Ja, Oder?
also hat die Religion doch immer noch sehr Ja, starken und Einfluss, gewaltig. auch im Westen, nicht Ja, nur gewaltig. im Nahen Osten, Ja. sondern auch Ja. im Westen. Ja. 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 Also keiner von ihnen wagt es, sich Nein. gegen die Religion zu sprechen. Nein. Ne? Und gerade in den USA wird's immer noch God bless you, ne? Am Ende Ja, von ja, so ja. vielen Reden oder am Ja. Anfang. Ja. Ja. Und Ja. Im Islam heißt genau dasselbe. was heißt es im Islam? Ja, es gibt einfach Allah ist groß oder? Allah ist groß, Allahu Akbar und Ja. weiß ich was alles. Ja. Einige Sprüche oder Gott Ja. ist groß und ja. Ja, viele im Westen glauben halt, ja, wir seien da drüber hinweg, aber das sind wir nicht. Nein. Ja, wir sind das nicht, sondern das ist bei uns Das ist genauso. so eingefressen Ja, wie nichts anderes. ja, Wie eingefressen als Essen und Trinken. ja. Ja. Gut, vielen Dank. Ja.